Das ist wirklich ein wunderschöner Ausbau. Wir schauen uns gleich mal an. Es ist ein Kooperationsstand einmal von dem Frank, der Firma Füss Leitlein. Genau, du darfst es loslassen. Wir haben nämlich extra mal von Achleitner die Fahne mal weggenommen. Achleitner macht ja Extremumbauten, die man machen kann. Man muss gar nicht so viel umbauen beim Iveco Daily 4x4, oder? Muss man nicht. Also der Werksallrad ist auch schon, ich sage mal, für sicher 95% der Allradfahrer auch ausreichend. Für normale Pistenfahrten oder für leichte Geländefahrten ist der sicher auch ausreichend. Natürlich ist Allradumbau der Firma Achleitner dann, ja, für die, die es wirklich wissen wollen, eher das Richtige, ganz klar. Du bist ein ganz passionierter Kabinenbauer. Du machst aber auch die Rahmen dafür, die Aufnahmen. Es gibt Durchstiege dafür. Wir schauen uns jetzt mal ein Modell an. Wir haben den gefilmt. Das ist eine Leerkabine. Da gibt es ein extra Video zu. Bitte schaut euch das mal an. Aber hier hast du einen kompletten Aufbau fertig. Das Fahrzeug ist noch im Teilausbau. Es ist noch nicht ganz fertig ausgebaut. Es ist ein Fahrzeug, welches individuell für den Kunden ausgebaut wird. Entspricht also nicht ganz unserer Linie Modell ABC der Firma Füss Leitlein, weshalb dieses Fahrzeug jetzt als Leerkabinefahrzeug von der Leitlein in die Füss Mobile gewechselt hat und hier in der Füss Mobile bei uns jetzt individuell absolut nach Kundenwunsch ausgebaut wird. Ja, mit dem vom Kunden gewünschter Technik und eben Innenambiente. Hier vorne sieht man es, wir haben jetzt einen etwas längeren Radstand, stimmt das als nebenan? Ja, wir haben hier jetzt den Iveco Daily mit 4,15 Meter Radstand. Das ist der längste, den Iveco standardmäßig anbietet. Und also zuerst mal das normale Iveco Daily Chassis an sich mit der Werksbereifung, alles ganz normal, Iveco Daily. Und wir haben hier jetzt unsere Dreipunktlagerung drauf mit der Wohnkabine, 4,60 Meter lang. Und Innenausbau dazu dann eben alles nach Kundenwunsch. So, das heißt, der Rahmen wird von dir gefertigt, bedeutet, der kann sich ja verwinden jetzt im Gelände, ja. Und damit, ich sag mal, da keine Kräfte auf die Kabine kommen, hast du einen Rahmen gebaut. Also der untere Teil, in welchem hier auf dem Bild jetzt die dicke Schraube zu sehen ist, der Sechskant-Schraubenkopf, dahinter verbirgt sich ein spezielles Lager. Und der untere Rahmenteil, der verschränkt, genauso wie der Fahrzeughauptrahmen bei Geländefahrt verschränkt. Und der obere Teil, der Kabinentragrahmen, der bleibt steif. Dort wirkt keinerlei Torsionskraft ein, weil wir ja eine Dreipunktlagerung haben, welche physikalisch 3 Punkte bestimmen. Eine Ebene haben wir 100% Kraftentkoppelung und können eben hiermit gewährleisten, dass das Fahrzeug dauerhaltbar ist, auch bei übelster Pistenfahrt ein Leben lang. Hast du die Möglichkeit, hier den Rahmen zu verlängern oder hier die Kabine, damit du was, zum Beispiel ein Motorrad oder? Ich sage mal so, wir können hier jetzt am Hauptfahrzeugrahmen anbinden, hier unten, wo man jetzt ganz große Kräfte einleiten könnte. Wenn man jetzt wirklich, mehr als 250 Kilo würde ich hier unten einleiten. Wir können in unseren Kabinentragrahmen, den haben wir gleich so vorbereitet, dass die Rechteckprofile hinten auf sind. Und da kann man hier innen jetzt ein Rechteckprofil reinstecken und verbolzen. Ja, dann können wir hier jetzt ein Motorrad- oder Zweiradträger bis 200 Kilo können wir hier einbringen. Ja, und so bereiten wir jeden Kabinentragrahmen vor, dass man, wenn der Kunde es wünscht, auch ganz relativ leicht, ganz einfach eben noch eine Erweiterung durch ein Hecktragesystem anbauen kann. Auf Wunsch natürlich auch die Zufix, wobei die Rückwand nicht zur Einleitung großer Kräfte geeignet ist. Hier wollen wir maximal Sandbleche anbringen oder eine Schaufel, eben leichteres Gut, wo der Reisende manchmal so mit sich führt. Auf keinen Fall große, schwere Kräfte in die Rückwand einleiten. In Rad wird das gehen? Bitte? Ein Reserverad? Aus Herzrad nein, weil zu schwer. Das wird dann punktuell schon zu schwer. Dafür ist eine Rückwand ohne Inlays nicht geeignet und selbst mit entsprechenden Verstärkungen würde ich es als Fahrzeugbauer niemals empfehlen. Große Kräfte werden bei der Firma Füss oder Füss Leitlein grundsätzlich in den Rahmen eingeleitet. Dazu ist der Rahmen da, um große Kräfte einzuleiten, nicht irgendeine Kunststoffrückwand.
Jetzt ist der Aufbau Sandwich. Was hast du drin? Das ist GFK Sandwich, in dem Fall 40 mm mit 1,4 mm Laminat innen und außen bei der Lightline. Hier in Verbindung mit 3 mm starken Aluminiumwinkeln verklebt. Und in der FÜS Mobile haben wir hier Millimeter Mehrwandung, also 4 mm Aluminiumwinkel bei 60 mm Wandstärke. Das ist schon ordentlich, ja. Im LKW-Bereich eigentlich Standard, sage ich mal, machen die meisten Wettbewerber ebenso. Und in der Lightline mussten wir einfach ein bisschen aufs Gewicht schauen, aber die Verbindung ist dieselbe. Das ist ein Fahrzeug 7,5 Tonnen, unter 7,5 Tonnen sind wir hier? Wir sind hier maximal bei 7,2 Tonnen, darf der Daily in dieser Konfiguration haben. Das Fahrzeug wird, wenn er nachher fertig ausgebaut und aufgebaut ist, ca. 5 Tonnen aufweisen. Und dann haben wir noch gute 2 Tonnen frei zur Verfügung stehende Ladungskapazität. Und das ist ja sensationell, oder? Das heißt, du kannst 2 Tonnen zuladen. ja, der Kunde kann seine, ich sage mal, Accessoires, die er da so dabei haben möchte, jederzeit natürlich einladen. Beziehungsweise wir legen das so aus, damit wir auch nicht an der Grenze sind. Das ist ja der Sicherheitsfaktor zum Pistefahren. Wenn ich mit einem Fahrzeug beispielsweise, wo ich nur zu 80% auslaste, auf Piste gehe, dann habe ich halt weit größere Sicherheit, wie wenn ich mit einem überladenen oder an der Kapazitätsgrenze agierenden Fahrzeug Piste fahre. Weil da schlagen dann natürlich Verschleißteile, Stabilager, also Lagerteile der Federung schlagen dann natürlich viel schneller aus und gehen kaputt. Und das wollen wir natürlich möglichst vermeiden. So, das ist so die zivile Anwendung von so einem Fahrgestell üblicherweise als 3 Seiten, 1 Seiten, wie auch immer, Kipper, was da ist. Aber das kennt man so in Deutschland nicht so oft, muss man sagen. Kommt immer mehr und mehr, der Daily 4x4. Aber im Reisemobilbereich, muss man sagen, gibt es kaum ein geländegängigeres Serienfahrzeug als dieses Auto. Man muss es ja wirklich sagen, 3 Sperren, du hast die Kraft aufgrund des Automatikgetriebes immer anliegen. Es hat auch einen Kriechgang-Untersetzung? Der Daily hat ein Untersetzungsgetriebe drin mit über 2,15:1, meine ich auswendig. Falls ich falsch liege, sorry. Ja. Müssten wir der Iveco-Mann im Detail fragen. Das ist ein tolles Auto, oder? Er fährt sich meines Erachtens nicht schlecht. Also im Vergleich zu anderen, ich sage mal schon richtig gut. Vor allem das Problem ist, andere Hersteller bedienen diesen Fahrzeugmarkt so gut wie gar nicht. Der Mercedes hört bei 5,5 Tonnen auf mit seinem Mercedes Sprinter. Andere kommen nicht mal an diese Gewichtsgrenze. Ja, die hören bei 4,5 Tonnen schon auf. Und der Daily bedient hier ein Marktsegment in der Gewichtsklasse, ich sage mal grob 5,5 bis 7,2 oder 7,4 Tonnen, wo eigentlich beinahe konkurrenzlos ist. So, ja, mein Fenster offen. Das sind auch die Hühnerkopffenster, die drin Das sind jetzt auch wieder Hühnerkopffenster, jawohl. So, nach dem Motto, du kommst hier nicht rein. Wir gehen am besten mal rein, schauen uns das mal an. Denn ich sag mal, das Thema Sicherheit, hat der einen Durchstieg, die Kabine in dem Fall? Die Kabine hat einen Durchstieg. Kann man uns ja vielleicht gleich mal angucken. Ich gehe mal vor. Ja, bitte. Dankeschön, große Stufe mit dabei. Hast du den Preis zufällig im Kopf, wo wir ungefähr liegen hier bei der Kabine? Weil das Leute ja doch ein bisschen interessiert. Im Moment in dieser Ausbaustufe kann ich es nicht ganz genau sagen. Aber ich sage mal ganz grob etwa bei 200.000. Wobei, ich sage mal, der Preis wird noch steigen, ganz klar. Vor allem durch die verbaute Technik, die jetzt noch gar nicht eingebaut ist. Mit Auto, ohne Auto? Ich sag mal mit Auto. Mit Auto, also rund 200, Im Moment, bis das Fahrzeug fertig ist, wird es sicher noch einige Euros teurer werden, da die Kunden sich ja, ich sag mal, gewisse Features gewünscht haben, die jetzt nicht ganz Standard sind im Normalwohnmobil. Beispielsweise ein Spülbecken in extra großer. Ja, ich sag mal, da gehen, glaube ich, schon 60 Liter Wasser rein, wenn man es voll machen würde. Aber du kannst ordentlich, du kannst vielleicht darin jetzt die Wäsche waschen, du kannst Pizzateller waschen. Ich sag mal, ich würde es normalerweise nicht empfehlen, so ein großes Spülbecken. Aber wir arbeiten hier im Individualbereich, weshalb hier auf Kundenwunsch eben alles gefertigt wird. Die Kunden wollten sehr große Fenster
resultieren daraus sehr wenig Stauraum, sehr kleine Stauräume. Eben hier die Boards oben für indirekte Beleuchtung dann. Es gibt sicher später ein wunderschönes Ambiente, wenn das Fahrzeug fertig ist. Ist auf der anderen Seite halt wenig Stauraum zur Verfügung. Und im Moment sind wir eben noch mitten im Bau. Okay. Ja, es fehlt das Podest, wo der Wassertank schön, ich kann jetzt ein paar Sachen sehen, endlich mal. Ja, das ist so das heißt, die Tanks kommen hier runter unter die Hier Sitzgruppen? kommt jetzt noch ein Abwassertank, wo nachher der Tisch, also als unterm Podest ist der Abwassertank, frostsicher hier innen, dass man also auch keine Probleme hat, wenn es mal kalt wird. Hier in der Kiste ist beispielsweise nachher die Elektrik drin, Solarregler, Ladewechselrichter, Sicherungen, Hauptschalter, FI-Schutzschalter, 200 Volt Absicherung. Also Mastervolt drin? Das ist der Ladestromverteiler oder B2B-Lader von Lichtmaschine hier auf der Aufbau. So, was ist das hier? Extender, was kann der? Das ist der Wechselrichter? Das ist der Wechselrichter und das Ladegerät bei 230 Volt, wenn man Fremdstrom einspeist. Der kann also als Ladegerät fungieren und als Wechselrichter. Hast du schon mal eine 230 Volt Lichtmaschine verbaut? Haben wir in einem Fahrzeug mal verbaut, geht auch. Wenn jemand das Anforderungsprofil hat, machen kann man viel. Geht aber. Ob es in dem Kleinen geht, kann ich nicht sagen. Das war im LKW. Okay. Hier kommt später das Wasser rein, derzeit noch leer. Okay. Da kommt nachher die ganze Wassergeschichte rein, dass das sauber getrennt ist. Elektrik von Wasser. Im vorderen Bereich hier, Boah, der Durchstieg ist ja schon groß. da kommt nachher Duschtasse und Toilette, Waschtisch, noch Oberschrank. Das ist jetzt ein also verhältnismäßig sehr großes Badezimmer, nenne ich es mal. Und eben der maximal mögliche Durchgang meines Erachtens beim Iveco Daily. Wir haben 50 cm Breite, 1 Meter in der Höhe, kommen genau zwischen den Armlehnen der Vordersitze heraus und auch in der Höhe ohne Schneiden von tragenden Teilen am Fahrerhaus. Ich bin total beeindruckt. Also das hier liegt an, kann sich aber bewegen. Hier hast du mir erzählt, Ja. so eine Gummilippe, oder? Ja, wir haben hier jetzt einen Gummibalg hier drin, ja, der in einem Keto, also wie ein Keto-Profil, C-Profil geführt ist. Und auf der anderen Seite hier, ich sag mal, liegt der per Pressung an diesem glatten Aluminium-Laserteil an und kann sich dort dann bewegen. Toll. Also das Bad gefällt mir schon gut, das wäre mein Grundriss. Die Stehhöhe hier kann sich der Kunde ja aussuchen, nehme ich an. Hier haben wir jetzt standardmäßig mal 2 Meter, genau. Das ist für die Kundschaft von der Körpergröße ausreichend. Wenn jetzt Personen, die entsprechend größer gewachsen sind, eine höhere Kabine möchten, dann können wir darauf natürlich jederzeit reagieren und können 2,5 Meter, 2,10 Meter. Das ist uns, ich sage mal, eher zweitrangig. Hier können wir im Individualbereich reagieren wir. Ich darf hinten mal reingucken unter das Bett. Unter das Bett können wir auch gucken. Ist der Stauraum, oder? Da ist jetzt im Moment noch leerer Stauraum. Da kommen später dann Wassertanks rein oder eben Ladegut des Kunden, was auch immer. Das ist auch von der Seite belagbar. Das ist von rechts und von links seitlich belagbar. Sag mal, wenn jetzt einer auf die Idee kommt und fährt jetzt mal Bahnschienen, du kennst das doch, oder? Mal so 5 bis 10 Kilometer, dann hast du ja eine enorme Belastung auf dem Möbelbau. Wie gehst du damit um? Ich sage mal so, unsere ganze Möbel sind absolut pistenfest eingebaut. Ich selbst bin in Libyen damals 2009 mit dem LKW 2 Meter hoch, 8 bis 10 Meter weit über den Dünenkamm geschanzt. Und die Möbel waren alle vor Ort und da war nicht mal ein Schranktürchen auf. Die Möbel sind in Blockbauweise vorgefertigt und werden komplett eingeklebt in die GFK-Wand. Unterstützt noch die Aluminiumwinkelchen, die dann wiederum geklebt und noch mit ein paar Nieten unterstützend befestigt sind. Da haben wir noch gar nie Probleme gehabt. Also wirklich übelste Pisten, übelste Einsätze, was wir schon gefahren sind oder auch was Kunden von uns schon gefahren haben. Noch niemals, dass es da ein Problem gegeben hat. Ich wusste gar nicht, dass der Klaus so breite Fenster baut. Das ist irre breit. Ich nenne es mal eins der größten Fenster
Größer möchten wir auch niemals mehr empfehlen. Hier sind auch die Scherenscharniere absolut an der Belastungsgrenze. Also hier, ja. Okay, ich habe verstanden. 10 cm weniger wären vielleicht manchmal besser. So, dann hast du hier einen Herd eingebaut. Was kommt hier rein in die Mitte? Hier kommt in der Mitte ein 180 Liter Doppeldraht Edelstahl-Kühlschrank von Vitri Frigo, den die Kundschaft sich hier gewünscht hat. Und deshalb ist hier noch eine sehr große Lücke im Möbelbau. Hier haben wir einen Standardherd, 3 Flammen Gasherd mit Gasbackofen. Das ist jetzt wiederum aus dem eher Standardmobilbereich. Auch funktioniert gut. Funktioniert gut, also wir haben die Teile schon sehr oft eingebaut und die, muss ich sagen, noch keine negativen Erfahrungen damit gemacht. Üblicherweise baut man ja keine Treppe ein, weil die Leute immer Angst haben, die fahren sich als erstes die Treppe ab. Was hast du für eine genommen? Hier haben wir jetzt eine elektrische 3-stufige Treppe der Firma Alpha Dynamic, hauptsächlich aus dem Behindertenbereich, 200 Kilo Belastbarkeit, da wir manche Wohnmobiltreppen, die da am Markt angeboten werden, für nicht ganz so dauerhaltbar halten. Vor allem wenn dann so Personen wie ich mit meinem kleinen Bäuchlein da kommen, wo im dreistelligen Gewichtsbereich agieren. Bevor da eine Treppe traurig nach unten schaut, verwenden wir dann lieber das etwas teurere Produkt, aber das hält dafür auch. Und was hast du gelernt eigentlich? Gelernt Maschinenschlosser mit Weiterbildungen, also nennen wir es Maschinenbautechniker. Okay. Ich komme aus dem klassischen Maschinenbau, Fahrzeugbau und deshalb können wir oder haben wir auch die Zulassung, dass wir ganz komische Sachen mit Autos machen dürfen. Wenn ich mal gerade umdrehst um 180 Grad, dahinter ist nämlich ein großer Schrank und ich da mal reingucken darf. Bei Kleiderschränke darf man gar nicht genug haben. Ein großer Kleiderschrank, darunter gibt es dann den Schuhschrank beispielsweise. Ich mag den Grundriss. Und oben gibt es nachher dann die Technik noch rein. Wobei da bleibt sehr viel frei für Zuladung. Das wird nachher durch eine Plexiglasscheibe abgetrennt, die Technik. Und den Rest kann der Kunde dann immer noch als Stauraum nutzen. Was mir gut gefällt, du hast Leerrohre, du kannst nachziehen, oder? Wir verlegen oben überall, genauso wie am Boden entlang, Kabelkanäle, bevor überhaupt Möbel eingebaut werden. Und können in diesen Kanälen über Trennstege getrennt die verschiedene Leitungen verlegen, dass eben 230 Volt von Niederspannung getrennt ist und sonstige Leitungen. Das kann man alles. Man kann auch später noch ein Kabel nachziehen. Also sollte da mal irgendwo noch nachgerüstet werden müssen, können wir das auch später noch relativ einfach machen. Kannst du liefern vor 2028? Ich nenne es mal andersrum. Wir sind derzeit ganz grob ein gutes Jahr im Voraus ausgebucht. Aber keine 3. Nein, das wäre vermessen, wenn ich das sagen müsste. Also ich möchte mich hier nicht in der Situation finden, zu sagen, ich bin die nächsten 3, 4, 5 Jahre ausgebucht. Ich weiß ja nicht mal, ob ich da noch lebe. Nennen wir es mal einfach mal krass. Du weißt ja nicht, ob die Kunden noch leben, die es bestellen. Oder so. Wir sind derzeit in der glücklichen Situation, so gut nachgefragt zu sein, dass wir knapp oder mehr als ein Jahr ausgebucht sind. Und je nachdem, was der Kunde dann für ein Anforderungsprofil stellt, benötigen wir ab ca. 6 Monate für einen Fahrzeugaufbau. Für ein relativ normales, nenne ich es mal normal ausgestattetes Fahrzeug, vielleicht 6 Monate. Für ein exorbitant tolles ausgestattetes, vielleicht mal 9 oder 10 Monate. Das kommt dann immer auf das Profil des Kunden drauf an. So, also fernreisetauglich, kann verschifft werden, kann abgeschlossen werden. Also all das, was man kennt, geht hier. Solar selbstverständlich ist möglich. Das ist alles kein Thema. Man kann sich mit dir unterhalten. Du bist ein cooler Typ. Ich habe dich eben gesehen, wie du dich mit Leuten unterhältst. Das heißt, du kannst vor Ort dann auch, wenn da sind und jemand ist auch, ich sag mal, fachlich schon entwickelt. Ihr könnt da auf einer Ebene sprechen mit den Leuten? Ich nenne es mal so, die Gesprächsführung muss so sein, dass der Kunde es versteht. Wenn der Kunde selber aus der technischen Ecke kommt, dann sind wir natürlich sehr schnell immer sehr hohe Level. Ja? Wenn der Kunde eben aus nicht technischer Ecke kommt,
müssen wir manchmal, ich nenne es mal, bei Basics beginnen, weil ich möchte auch, dass die Kunden verstehen, weshalb wir manche Dinge eben so machen, wie wir es machen. Ich bekomme sehr oft Fragen gestellt, ja, andere machen das so und andere machen das, weiß ich wie, anders. Wieso machen Sie das nicht so? Und dann sage ich, weil wir es eben anders machen. Und zwar auf die für uns, unserer Meinung nach, richtige Lösung. Es gibt für alles immer mehrere Lösungen. Ich argumentiere sehr viel mit ganz normaler Physik, Schulphysik, 5. bis 7. Klasse, nenne ich es mal. Das ist meines Erachtens das Wichtigste, als Maschinenbauer mit Physik umzugehen. Ich muss einfach da die richtigen Lösungen anbieten, Vor- und Nachteile aufzeigen. Es hat sich auch schon oft dann gezeigt, dass ein Kunde sich gegen uns entschieden hat, weil er vielleicht eine oder andere Argumentation so nicht folgen wollte oder konnte. Also was mir gut gefällt an deinen Autos, sie sind sehr sachlich. Also es gefällt mir echt gut. Also nicht so viel Geschnörkel, sondern aktuell. Ich finde sie sehr zeitlos. Das finde ich auch gut. Du hast kein Auto, wo du immer den letzten Trend hinterher wirfst oder so, sondern du kannst ja hier mit Deko und ich sag mal auch mit einfachen Mitteln kannst du hier Farbe reinbringen. Du kannst die nochmal veredeln. Die Oberflächen, was hast du hier für Möbeloberflächen? Kann der Kunde die wählen? Die Möbeloberflächen kann der Kunde unter Hunderten von Mustern auswählen. Da sind wir absolut flexibel. Wichtig ist uns, dass der Kunde mit seiner gewünschten Technik auch umgehen kann. Deshalb empfehle ich einfach oftmals weniger ist mehr. Kunden kommen oder Interessenten kommen sehr oft mit einem sehr hohen Anforderungsprofil. Und wenn man dann hinterfragt, wie sie reisen, wo sie reisen möchten, dann stellt sich oftmals heraus, dass das vielleicht nicht die richtige Technik ist, die sich der Kunde selber wünscht. Ihm wird oft suggeriert, dass es alles so toll ist, handygesteuerte Technik im Fahrzeug. Ich bin da eher der Verfechter der alten Technik und sage, ein Schalter, wo ich nachmessen kann oder mit der Prüflampe einfach sagen kann, geht nicht, ist mir doch irgendwo in Afrika lieber, wie wenn irgendeine mobile Technik nicht funktioniert und ich nachher ein Problem habe. Weil der Kunde ist letztendlich auf Reisen immer der Erste, der das Problem hat. Er muss sich im Outback zuerst mal selber helfen können. Halt in der Mitte. Rollos bitte immer in der Mitte, sonst funktioniert das nicht. Ja, aber hier die Dachluken von Hühnerkopf, Moskitorollo oder Verdunklungsrollo oder auch, ich sag mal, einstellbar, wie immer man möchte und über Magnet zu trennen, ist ja heutzutage bei. Was ich toll finde, ist die Stufenlose, dass du in ruckzuck hast du die Dachluke auf. Wenn du mal gerade mal zeigst, einmal kurz. Ich sag mal, wir können von beiden Seiten oben die Dachluke auf. So. Weil da ist ein Hebel für kleine Leute, glaube ich. Ja, für die Kleinen und dann die Gasfeder entriegeln und dann kann ich das natürlich öffnen. Und dann hält es in jeder beliebigen Stellung, wo ich auch immer die Gasfeder wieder sperre, bleibt das Fenster selbst bei ganz geringer Neigung. Wenn es jetzt sogar regnen würde, dann hätte ich immer noch einen Lüftungseffekt hier, ohne dass ich hier drin nass werde. Also das ist schon, ich sage mal, sehr, durchdachte und gute Sache. Frank, ich muss weiter. Ich bin dir sehr dankbar, dass du die Zeit gefunden hast, mir das Ganze mal zu erklären. Wo ist deine Firma genau? Wir sind in Bingen, Hitzkofen, 5 Kilometer neben Sigmaringen. Es ist so in der Mitte zwischen Stuttgart und Bodensee in etwa angesiedelt. Bitte nicht mit Bingen am Rhein verwechseln. Ist das schon passiert? Schon sehr oft passiert. Ja. Da sind die Leute dann sehr erstaunt, dass sie unsere Straße in Bingen am Rhein nicht finden. Sag mal gerade die Postleitzahl von euch. Bei uns die Postleitzahl ist die 72 und irgendwas. Also 7 ist ja nicht am Rhein, oder? Nein, 72511, Entschuldigung. 72511. So, Bingen, nochmal, wie war das Bingen? Bingen-Hitzkofen, das ist ein sehr kleiner Teilort mit 500 Einwohnern. So, gibt einfach ein füss-mobile.de. Das hier ist jetzt noch ein Spezialausbau. Du hast eine zweite Firma, Füss. Slideline, eben für die kleinen Fahrzeuge 5,5 bis 7,49 Tonnen. Das ist die Füss Slideline.
wo die kleineren macht mit den leichteren Kabinen. Achso, du machst auch große Fahrzeuge. Wir machen, die FÜS Mobile macht seit über 42 Jahren die großen LKWs ab 10 Tonnen aufwärts im Normalfall mit eben Individualausbauten nach Kundenwunsch. Ja, vielen, vielen Dank. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Ciao.